Hallo und willkommen bei Arcor Germany, unserer Jagd nach der Wahrheit im Glas. Leute, ihr wisst, ich liebe die unabhängigen Abfüller. Während die großen Chateaus uns oft polierte Marketing-Stories verkaufen wollen, geht Peter von Alternative Belgium tief in die Keller von den Bauern und holt uns die ungeschminkte Wahrheit heraus. Wir haben hier die Abfüllung Nummer 49 aus dem Jahr 1970 und das macht satte 55 Jahre Reifezeit. Wahrheit im Glas-Modus an. Und der heutige Cognac kommt aus der Stadt Archiac. Für die Nerds unter euch, das gehört zum goldenen Dreieck der Petit Champagne. Das ist eine Ecke, in der die Trauben eine unglaubliche Kraft und diese typisch florale Eleganz entwickeln. Und sie nennen die Abfüllung La Signature, also die Unterschrift, denn man setzt nur unter das, was wirklich vollendet ist, seine Unterschrift. Und wir blicken auch einmal noch ganz kurz auf das wunderschön designte Label von dieser Abfüllung. Also macht wirklich unglaublich viel her, ganz tolles Design. Und natürlich schauen wir uns auch noch kurz die Hard Facts an. Wie gesagt, es ist nicht bekannt jetzt, von wem die Abfüllung heute ist. Aber was bekannt ist, wir haben einen Cognac aus dem Jahr 1970. 167 Flaschen zu einem jeweiligen Preis von 299 €. Schauen wir, ob dieses Meisterwerk unsere Unterschrift verdient. Ab ins Tasting. Ja, und wir schauen natürlich auch hier zuerst einmal kurz auf die Farbe und es ist ja Bernstein, leichte Kupfernoten vielleicht sogar drin, also ja, so leichte Mini-Rot-Nuancen sind zu sehen und wir riechen mal und schauen mal, was für Aromen wir finden jetzt hier bei der Signature. Ja, mal wieder eine richtig schöne Petit Champagne Nase. Wunderschöne intensive Orangenmarmelade ist da. Ja, dann ist es auch so eine kandierte Pfirsichnote, also so richtig Candy, richtig süße Pfirsichnote. Ja, und das Karamell, es schwingt hier einfach so ein bisschen unterschwellig mit, richtig toll. Und dann kommt auch noch ja, so ein bisschen was von einer, ja, so ein bisschen eine Prise Zimt vielleicht dazu. Und ja, ganz im Hintergrund sich aber aufhaltend noch so ein bisschen eine ja, Kaffeenote, so eine Kaffeeröstaromanote, ganz weit entfernt, aber sehr schön gemacht. Es ist wirklich ein perfektes Bild, welches diese Aromen hier gemeinsam abgeben. Wunderschön in dieser Kombination. Ja, mal schauen, also wenn der geschmacklich so weitergeht, wunderbar. Santé. Wow, geschmacklich geht es auf diesem hohen Niveau weiter. Wunderschön, es wird sogar noch viel besser im Geschmack. Richtig intensiv wieder die Orangenmarmelade da. Es wird so ein bisschen intensiver im Geschmack, vielleicht mit ein bisschen was an dem Pfeffer. Intensive, karamellisierte Zitrone da, richtig toll. Also die Zitrusaromen sind wirklich sehr dominant hier im Geschmack. Aber was ist es, so ein bisschen eine Schwarzteenote, Grey Tea vielleicht an der Stelle wäre es für mich eher. Und aber auch so ein bisschen was Ranzio-mäßiges ist definitiv drin. Also der ja, Pilzboden ist da, richtig toll, mega, also wunderschön. Und das ist wirklich was mir bei diesem Cognac wahnsinnig gut gefällt. Von der Nase dann auch hier bis zum Finish. Es ist eine Linie, ja, perfekt, der Titel eigentlich passend, Signature. Ihr bekommt hier wirklich unglaublich viel Fruchtigkeit in dem Cognac. Im Abgang die getrockneten Feigen. Ja, es ist auch so ein bisschen eine Kaffeenote, die nochmal so zurückkommt. So das, was ich so ein bisschen in der Nase hatte, kommt nochmal leicht intensiver jetzt hier im Abgang zurück. Das Ranzio bleibt so ein bisschen wunderschön da. Und dann so ein bisschen, ja, auch die Feigen, ein bisschen Süßholz. Wunderschöne Süßholznote war noch hier jetzt am Ende vom Finish eher. Und für das, dass das Finish so süß, fruchtig ist, ist der Abgang dennoch wunderbar lang. Also richtig super gemacht. Bisschen, ja, Kakao. Es kommt natürlich auch ein bisschen was dann vom Holz dazu hier noch am Ende. Ein bisschen die Eiche ist spürbar. Ja, und dieser Kakao, der macht einfach das Ganze nochmal so, nochmal facettenreicher, nochmal spannender. Eine wirklich sensationelle Abfüllung. Für mich auch, ja, jetzt doch mal wieder, für den letzten Alternative Belgium Abfüllung mal wieder was richtig super mäßiges, also richtig klasse. Ein Cognac, gerade wenn ihr auf Fruchtigkeit steht, nicht zu viel Fass wollt, ihr wollt aber dennoch einfach ein perfektes Zusammenspiel von verschiedenen Aromen, dann ist das hier wirklich die perfekte Empfehlung. Er deckt wirklich so viel ab, dieser Cognac. Er hat so viel Fruchtigkeit in sich drin. Ich meine, wir haben ja dann auch ja, über 50 Jahre. Wahnsinn, dann noch so viel Fruchtigkeit in einem Cognac transportiert zu bekommen, finde ich sensationell. Also wirklich Chapeau für eine solch tolle Abfüllung. Und
auch das Ranzo ist dann ein bisschen was da und das Holz kommt ja schon auch durch, aber wirklich dezent. Im Finish merkt man es natürlich dann vielleicht auch an der Stelle am meisten. Auch der Alkohol mit über 50% ist wunderbar eingebunden, nicht annähernd störend und ich finde auch tatsächlich, es ist so die perfekte, also wenn wir jetzt hier bei Signature bei dem Begriff bleiben möchten, auch die perfekte Signature von Malternative Belgium. Es ist wirklich so ein Malternative Belgium Cognac, wo ich sage, ja, das ist so dieses Profil, was wir so ein bisschen gewöhnt sind, was wir auch schätzen vom Malternative Belgium. Definitiv ist hier erkennbar und ich kann so nochmal sagen, der Titel ist einfach perfekt gewählt für diese Abfüllung. Lasst uns doch ganz kurz auf die Punkte schauen. Wir fangen an mit der Nase. 23 für die Nase. Für den Geschmack gebe ich ihm 24 Punkte. Ich fand ihn geschmacklich sensationell, hat mir unglaublich gut gefallen, dieser Cognac im Geschmack. 23 Punkte für den Abgang, 23 gebe ich ihm für den Gesamteindruck. Ich finde jetzt den Preis, ja, er ist über 50 Jahre, 300 € ist doch so okay, finde ich. Wäre jetzt natürlich schön zu wissen, was es für ein Produzent ist. Von einem solchen Produzenten würde ich unglaublich gerne mehr probieren, würde mich unglaublich interessieren, ob diese Identität von dem Cognac sich auch bei den anderen finden lässt. Das wäre wirklich spannend zu erkennen oder zu sehen. Und ja, deswegen würde ich das gerne natürlich an der Stelle wissen, aber trotzdem 23 für den Gesamteindruck. Dann haben wir am Ende trotzdem sensationelle 93 Punkte. Ich finde ihn wirklich mega spannend. Ich finde ihn ganz toll gemacht. Ich finde es eine perfekte Auswahl für das Malternative Belgium. Für die Malternative Belgium Serie passt er wirklich wunderbar hier rein. Wenn ihr ihn irgendwo probieren könnt, lasst mich gerne wissen, wie er euch schmeckt. Es gibt ja aktuell wirklich sehr viele Abfüllungen vom Malternative Belgium. Ich musste auch gucken, dass ich mit den Reviews hinterherkomme. Es gibt ja auch so viele andere Sachen, die verkostet werden wollen, aber ich bin bemüht und werde nach und nach auch die ganzen Malternative Belgium Abfüllungen natürlich hier im Review haben. Schaut da gerne mal auf meiner Website vorbei, wenn euch jetzt speziell diese Abfüllungen interessieren, wann die nächsten da kommen. Damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Review. Macht's gut und Cheers.